Hallo Leute, heute möchte ich euch vorstellen, wie man mit dem Gitsynth 127, also diesem Teensy-basierten Gitarren-Synthesizer, ein Preset erstellt und das in dem internen Speicher speichert und gegebenenfalls oder dann später über diese Preset-Tasten wieder aufrufen kann, um es dann so zum Beispiel im Proberaum oder auch live nutzen zu können. Dazu habe ich den Gitarren-Synthesizer mit dem Computer verbunden. Also hier steckt das USB-Kabel drin. Das finden wir hier wieder. Steckt ja auch hier drin im Computer. Ich habe die GUI gestartet, also das Graphical User Interface. Im Prinzip eine dem Synthesizer nachempfundene MIDI-Oberfläche. Als Add-on habe ich dann noch hier unten ein zweites Kabel eingesteckt, verbunden mit meinem kleinen Korg Mini Keyboard. Dieses habe ich dann auch mit dem Gitarren-Synthesizer verbunden. Das heißt, ich kann also jetzt hier auch Noten per MIDI über den Synthesizer ausgeben. Das soll mir helfen bei der Preset-Erstellung dann. Man hat dann beide Hände vielleicht frei, muss nicht noch eine Gitarre in der Hand halten. Zur Benutzeroberfläche. Das hier ist unsere GUI, Graphical User Interface. Im Prinzip ist das hier eine MIDI-Control-Oberfläche. Also dieses Programm macht nichts anderes als MIDI-Befehle zu empfangen oder eben zu senden. Man könnte generell auch jeden Hardware-MIDI-Controller nehmen und den mit dem Gitarren-Synthesizer verbinden. Dieses bildet jetzt einfach grafisch so ein bisschen ab, wie es in dem Synthesizer aussieht. Eine kleine Übersicht. Wir finden hier die Filtersektion, unterteilt in das Filter 1 als Low Pass ausgeführt und das Filter 2 wahlweise ausgeführt, also Bandpass, High Pass oder Low Pass. Diese beiden Filter, hier in Tabs angeordnet, laufen parallel. Vor und ganz nachgeschaltet ist einmal der Low Cut und der High Cut Filter. Führe ich mal vor, ich spiele mal jetzt gerade eine Note an. Low Cut. Kennen wir alle. High Cut. Note wieder aus. Das ist sozusagen das Filtersegment. Man kann hier auch den Filter mixen. Dazu kann man sagen, die meisten Filterfunktionen finden wir auch wieder, um sie dann hier auf das Expression-Pedal zu mappen. Das ist hier Expression Pedal Control. Können wir hier die Funktion, wie wir wollen, aussuchen und auf das Expression-Pedal mappen. Diese beiden Sachen, Min und Max, ist im Prinzip, um den Bereich einzustellen. Das geht bisher nur intern im Gerät. Das ist jetzt hier in der MIDI-Oberfläche noch nicht implementiert. Okay, das zweite, was wir hier sehen, ist der LFO für den Filter. Das heißt, wir können hier verschiedene Wellenformen auswählen, von der Sinus bis zu ein paar selbstgestalteten, also einer Rampe oder auch, ja, Hui habe ich das genannt. Das ist einfach eine Kurve nach oben oder eine Kurve nach unten. Ja, mit diesem Filter LFO kann man verschiedene Sachen machen. Man kann den synchronisieren lassen zum Anschlag. Man kann ihn synchronisieren zu der eingestellten Geschwindigkeit, die per Tab-Tempo auch regulierbar ist auf dem Synthesizer. Hier unten werden dann auch so ein Synchronisationsbereich, wo ich sagen kann,
synke alle LFOs, wir haben ja 3 davon, oder synke nur einen von denen zu den internen BPM. Hier kann ich dann jeweils sagen, synke das zum Attack. Dann werden die LFOs, je nachdem, ob ich das will, zum Attack gestartet oder eben nicht oder laufen unendlich durch. Als drittes haben wir die ADSR-Funktion. Jetzt hier im Besonderen auch nochmal, dass man die Gitarrenanschlagstärke umschalten kann. Man kann einmal den ganz normalen Envelope ADSR nehmen oder hier oben sagen, die Gitarre, wenn ich das so mache, folgt der Anschlagstärke aus der Gitarre selber. Das geht. Das gleiche gilt für das zweite Filter ADSR. Hier kann ich sagen, die Gitarre benutzt dieses, um das Filter zu steuern, oder eben, wenn es aus ist, benutzt die Gitarre das interne Envelope, um das Filter zu steuern. Ist es angeschaltet, benutzt die Gitarre das ADSR, was wir hier eingestellt haben. Hier unten geht es los mit den Oszillatoren. Davon habe ich 4. Die haben jeweils einen Lautstärkeregler, die Oktavenlage, die Notenlage, Sense zum Detunen, Pulsweite, wenn Puls eingestellt ist. Hier, also hier ist Puls eingestellt, bei dem, dann kann ich da auch die Pulsweite einstellen und die Phasenlage. Ganz hier hinten, ganz klein, ist der Noise Generator. Ich mache mal ein wenig leiseres Default Setup ein. Ich stelle jetzt mal hier unten auf 108. Hiermit hole ich gerade mal das Preset. Also das muss man auch immer machen, wenn man jetzt auf dem Synthesizer ein anderes Preset einschaltet, muss ich es mir nochmal wieder hier anfordern. Also ich bin jetzt mal auf ein Default Preset bei 108 gegangen. Das klingt dann so, ich spiele jetzt wieder eine Testnote. Man hört jetzt im Prinzip einen Sägezahn, das ist der erste Oszillator, nämlich der ist angeschaltet. Der Filter 1 läuft hier mit einer Standardeinstellung und Low und High Cut sind eingeschaltet auf Werte, die jetzt keine große Frequenzveränderung machen. Ich lasse die Note jetzt mal spielen. Hier unten ist das Mastervolumen, macht es auch ein bisschen leiser. Und zeige euch jetzt mal, was der Synth macht. Sinus, Sägezahn, Sägezahn andersrum, Rechteck, Dreieck und Puls. Puls, wie gesagt, hier nochmal die Pulsweite einstellbar. Und jetzt kommen ein paar spezielle Waveformen. AKWF sind das. Ich weiß sie jetzt nicht auswendig. Cello vielleicht. Das könnte eine Orgel sein. So. Ich kann jetzt diese 4 Synthesizer natürlich einstellen, wie ich das will. Ich lege mal noch einen zweiten Puls drauf. Eine Oktave höher. Verstimme den ein bisschen. Und kann hier dann die Filter einstellen.
Zweites Filter parallel. Höre ich hier. Lasse den mal invertiert zum anderen Filter laufen. Filterfunktion, Pulsweite kann ich Okay, gehen wir mal davon aus, ich mag diesen Sound. Möchte ich ihn jetzt nun auf dem Synthesizer speichern. Speichern kann ich jetzt das Preset auf dem Synthesizer, nicht in der GUI. Dazu muss ich hier diesen Knopf lange drücken. Jetzt haben wir hier gesehen, stand hier kurz Save Preset. Das Preset, welches wir jetzt kurz vorher in der Oberfläche editiert haben, ist jetzt fest auf dem Gerät gespeichert, und zwar auf dem Preset Platz 108. Das heißt, ich kann jetzt mal die Probenote spielen, das war kurz drücken. Hören wir das? Ich schalte jetzt mal eins weiter. Da ist auch gar nichts, 109 ist leer. Schalte ich zurück, wieder auf 108. Haben wir das wieder so abgerufen, wie es war. Noch eine Besonderheit oder ein kleiner Unterschied: der Name, der Preset-Name, kann nicht mit der GUI editiert werden. Auch den Preset-Namen muss ich hier am Synthesizer editieren. Ich habe hier eine Funktion, die heißt Edit Preset Name, und dann kann ich hier den Preset-Namen editieren. Ich gebe mir jetzt mal nicht besonders viel Mühe, nur als Beispiel. Jetzt save ich den Namen mit langen Pressen wieder, steht wieder Save Preset. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, heißt das nicht mehr Default, sondern Bloop. Okay. Ein paar Soundbeispiele möchte ich euch jetzt einfach noch mal zum Schluss vorspielen. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.